Wie ihr seit dem letzten Video über dieses Thema wisst, halte ich sehr viel von Competitive Coding. Man lernt algorithmisches Denken, man lernt Tricks und Kniffe einer Sprache kennen, die man davor noch nicht kannte, und man kann sein Wissen und seine Talente vertiefen und üben. Und außerdem macht es wahnsinnig viel Spaß und man überzeugt gleich potenzielle Arbeitgeber mega easy. Aber jetzt natürlich die große Frage, wo kann man das eigentlich machen? Und ja, im letzten Video hatte ich ja den IT Career Summit beworben, wo wir eine Coding Challenge veranstaltet haben, und lasst mich so viel sagen, die sind dieses Mal auch wieder dabei, aber dazu nachher mehr. Und wenn euch nur das interessiert, schaut unten in die Beschreibung rein, da könnt ihr dann hinspringen. Das ist ein Kapitel, wie gesagt, verfügbar. Okay, ich möchte euch heute eine Möglichkeit vorstellen, die wir bisher auf diesem Kanal noch nicht so hatten. Und zwar, wir haben ja erstmal angefangen mit relativ rudimentären Coding-Challenges, mit einem Coding-Challenge-Interface, wo ihr an eine API programmieren musstet. Das heißt, ich habe euch eine API geschrieben und ihr konntet dort quasi eine Challenge bekommen, diese dann gelöst quasi wieder zurückschicken, und ja, dann habt ihr halt dort dann die Lösung hingepackt und habt dann Punkte für bekommen. Das war eigentlich ziemlich cool, aber ist nicht wirklich für Anfänger geeignet, und ihr könnt dort nicht wirklich gegen andere Teilnehmer antreten. Dann haben wir das Ganze noch mit einem kleinen Discord-Bot verknüpft. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Und an sich, wie gesagt, nicht schlecht, aber eben funktionell war es halt einfach nicht das Geilste. Wir haben bislang einfach Coding gemacht, also Challenges, aber wir haben eben Coding-Interview-Challenges zum Beispiel gemacht. Wir haben sogar bei Advent of Code mitgemacht, und das alles hier bei mir auf dem Kanal. Aber in den meisten Fällen habe ich programmiert und ihr habt zugesehen. Klar, ihr konntet mich pausieren und dann vielleicht den Code abschreiben, aber meist war das eben nicht so. Ihr hättet halt wirklich die Challenge abschreiben müssen, und wer bitte hat darauf Bock und auch noch die Disziplin, mich dann zu pausieren, wenn ich schon die Lösung sage. Kurzum, es war halt nicht wirklich kompetitiv, ja. Es war einfach nur, ihr könnt euch selber testen, und deswegen möchte ich jetzt mit euch gemeinsam den nächsten Schritt wagen. Wie ihr wisst, kommt bald meine neue Website. Der Hype-Train ist riesig, auch bei mir, okay? Aber dazu in einem anderen Video mehr. Heute möchte ich euch einen Teil der Website vorstellen, den wir entkoppelt haben. Das neue Challenge-Interface. Und das ist sie, die neue Coding Challenge Website. Und ja, dieses Mal eine echte Website, denn der kompetitive Gedanke soll jetzt endlich mal richtig im Vordergrund stehen. Wir sehen hier, wie viele Punkte ihr habt. Wir sehen, dass ihr auch ein Profil habt, und lasst mich vorne anfangen und alles mal so ein bisschen vorstellen. Denn das ist die Plattform, die, ja, Teil der Academy auch ist. Die Academy selber ist leider noch nicht so weit, dass wir sie releasen können, aber die Coding Challenge Plattform ist soweit, und wie gesagt, da kommen wir gleich dazu, warum ich dieses Challenge-Interface jetzt schon releasen möchte für euch. Okay, also was ist eigentlich passiert? Nun, ihr könnt hier erstmal ein Profil anlegen. Das ist dieses Mal ein Profil, das ihr mit der Academy verknüpfen könnt später, aber eben nicht müsst. Und ihr könnt euch hier auch komplett, oder ihr müsst euch sogar mehr oder weniger komplett anonym anmelden. Denn wir wollen nicht, dass ihr hier irgendwas speichern müsst. Wir brauchen in diesem Fall keine E-Mail-Adresse von euch, und dementsprechend könnt ihr nicht mal eine E-Mail-Adresse angeben. Das heißt, es gibt einfach keine personenbezogenen Daten hierbei. Mir ist wichtig, dass wir die so gering halten wie irgendwie möglich. Okay, aber ihr könnt natürlich dieses Profil auch benutzen, und das ist der viel wichtigere Punkt. Ihr habt hier natürlich erstmal einen Usernamen. Bitte wählt einen Usernamen, der halt nicht auf euren echten Namen hinweisen lässt. Das wäre ganz cool. Und ihr habt hier Punkte. Ihr kriegt für jede Challenge, die ihr löst, kriegt ihr Punkte, aber euch werden auch Punkte abgezogen, wenn ihr zum Beispiel fehlerhafte Lösungen reinbringt oder Lösungen, die nicht komplett funktionieren, oder. Und dementsprechend 500 von 500 Punkten zu erreichen, ist wirklich, wirklich schwer. Ihr habt einen Rang insgesamt auf unserem Leaderboard, und ihr habt natürlich verschiedene Kategorien, die man komplettieren kann, hier mit Challenges drin. Die Challenges selber sind in, wie gesagt, Kategorien eingeteilt. Ihr kriegt hier zum Beispiel für diese Introduction-Kategorie 200 Punkte, für die Test-Kategorie kriegt ihr 200 Punkte und für die Fortgeschrittenen 100 Punkte. Wie gesagt, das ist nicht das finale Ergebnis, das Ding ist immer noch in Entwicklung, und deswegen wird es auch erst bei dem Event dann freigeschalten, dazu aber gleich noch mehr. Hier sehen wir, unter der Introduction haben wir jetzt erstmal hier 2 Challenges. Diese Challenges sind beide für euch unlocked. Das heißt, ihr könnt sie beide machen, und sie geben euch Punkte. Und sie geben euch auch Credits, Balance. Dazu komme ich aber gleich noch. Die Challenge selber sieht folgendermaßen aus. Wenn ich die jetzt hier aufklappe, gut, ich kann sie disablen, weil ich der Admin bin, das könnt ihr natürlich nicht. Wir können sie aber auch lösen. Wir können uns das Leaderboard angucken.
Wir sehen hier, was wir für Informationen haben. Das heißt, erstmal müssen wir sagen, wir wollen einfach nur den String Hello World zurückgeben. Das ist alles, was wir haben. Mehr müssen wir hier nicht machen. Wie gesagt, das ist eine Einführungschallenge, um zu verstehen, wie das Interface eigentlich funktioniert. Dazu hat unser Code, also nicht ihr, sondern euer Code, hat 1 Sekunde Zeit und euer Speicher, den ihr verbrauchen dürft, ist auf 256 Megabyte begrenzt. Das ist nicht viel, aber sollte hierfür definitiv ausreichen. Und ja, die ist natürlich sehr einfach. Sie gibt euch 100 Punkte. Und hier seht ihr, wie viele Versuche ihr schon benutzt habt. Example haben wir natürlich auch. Das heißt, kein Input, keine Eingabe, die ihr verarbeiten müsst, aber eine erwartete Ausgabe, nämlich Hello World mit Ausrufezeichen. Wenn ich nun hier auf Solve klicke, dann lande ich direkt in einem Fenster, wo ich diese Challenge lösen kann. Das heißt, in meinem Fall, ich kann Python Version 3.10.0 zum Beispiel benutzen, um das Ganze zu lösen. Welche Sprachen unterstützt werden, da kommen wir gleich dazu. Aber grundsätzlich kann ich hier erstmal einfach meine Lösung eintippen im Browser. Ich brauche keine IDE, ich brauche nichts bei mir lokal installiert haben. Ich kann das theoretisch sogar auf dem Handy machen. So, jetzt kann ich hier einfach mal angeben und ihr seht sogar, wir haben Syntax-Highlighting, also es gibt hier auch wirklich eine Möglichkeit, alles euch anzugucken, was ziemlich cool ist. Manche Sachen sind natürlich verboten. Also ihr könnt zum Beispiel nicht irgendwie Kryptomining machen oder sowas, weil ihr nur 1 Sekunde das Ganze laufen lasst und ihr habt keinen Netzwerkzugriff oder sowas. Das ist wirklich einfach nur Code, mit dem ihr die Challenge lösen könnt. Mehr ist das nicht. Okay, also wir sagen jetzt hier einfach mal print Hello World. Und selbst wenn ich das hier richtig tippe, die Lösung ist falsch, weil man hier erwartet, eben ein Hello World mit Ausrufezeichen zu bekommen. Okay, das heißt, das ist offensichtlich falsch. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, entweder zu submitten oder das Ganze zu testen. Wir testen das jetzt mal und wir sehen hier, oh, die Antwort ist inkorrekt. Das heißt, wir erwarten eigentlich Hello World mit Ausrufezeichen, aber wir haben tatsächlich Hello World ausgegeben. Und jetzt wissen wir, okay, wir machen hier das Ausrufezeichen rein. Ihr könnt natürlich trotzdem submitten. Ich zeige euch, wie das aussieht. Das bedeutet Submit und ja, wir können hier nochmal testen vorher. Wenn wir es aber trotzdem submitten wollen, dann geht das natürlich auch. Und dann sehen wir hier, oh no, wir haben eine falsche Lösung dafür eingereicht und wir kriegen natürlich 0 von 100 Punkten. Status ist rot. Wir kriegen hier Details auch und die Lösung ist eben inkorrekt. Ja gut, und das heißt, wir haben hier einen Versuch verbraucht. Das ist doof, aber wir können es natürlich immer noch abgeben und zwar mit Hello World Ausrufezeichen. Und jetzt können wir hier nochmal testen. Wir sehen, aha, es ist diesmal richtig. Wir können es trotzdem uns noch angucken, wenn wir das wollen. Und wir können das Ganze submitten. So, und damit kriegen wir nur 99 Punkte, weil wir einen falschen Versuch hatten. Das heißt, ich habe jetzt schon keine Möglichkeit mehr, auf 500 von 500 Punkten zu kommen. Aber sagen wir es so, 499 von 500 wären auch noch ziemlich gut. Und hier unten sehen wir dann übrigens auch unsere ganzen Lösungen. Das heißt, alle, die wir bisher hochgeladen haben, wir können uns hier die Details angucken, was inkorrekt war, ob sie successful war, also quasi gut war. Und wir können auch alte Lösungen über den Load-Button wieder laden und uns die nochmal angucken und vielleicht aus dem Ganzen nochmal was lernen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, wir haben 60 Punkte dazu bekommen, also wir hatten davor 50 Punkte, jetzt haben wir 60 Punkte. Das heißt, wir haben 10 Punkte bekommen und mit dieser Balance können wir hier tatsächlich neue Challenges kaufen. Dazu gehen wir hier nochmal zurück zu den Challenges und wir sehen hier übrigens, wie viele, also welche wir schon gelöst haben. Wir sehen, welche wir untried haben und welche wir falsch haben. Wir sehen auch, wie viele Punkte wir hier gekriegt haben und was wir dazu bekommen haben an Balance, beziehungsweise auch an Punkten. Wir sehen insgesamt, was Introduction angeht, es ist gelb. Das heißt, wir haben es angefangen, aber noch nicht komplettiert. Und jetzt können wir hier auf Test gehen und wir sehen hier immer noch Lösungen, die wir, oder mehr Challenges, die wir sozusagen benutzen können. Aber die sind nur freigeschalten, weil ich eben der Administrator bin. Das heißt, theoretisch kann es passieren, dass ihr euch für diese Balance hier oben auch neue Challenges kaufen müsst. Und hier kommen wir zu dem ganzen Kaufen. Das hört sich immer böse an, weil man Geld dafür ausgeben muss. Aber, dazu sage ich jetzt hier mal was ein bisschen länger. Über diesen Button Balance hier oben habt ihr die Möglichkeit, einen Couponcode anzugeben. Und das heißt nicht, dass es Couponcodes nur für echtes Geld gibt. Dazu gleich mehr. Erstmal gibt es diese Couponcodes zum Beispiel bei dem Event, das ich gleich noch ansprechen werde. Dieses Event hat dann natürlich eigene Challenges. Ja? Ich kann euch nicht in einem Event eine Challenge machen lassen, die vielleicht jemand anders schon davor gelöst hat. Das ist ja Quatsch. Deswegen gibt es eigens für dieses Event neue Challenges, die wir extra erstellen und die dann eben erstmal nur für dieses Event freigeschalten werden.
So, und das bedeutet, ihr habt erstmal die Möglichkeit, über diesen Couponcode einzelne Challenges, zum Beispiel in einem Wettbewerb, in einem Vor-Ort- oder Live-Wettbewerb, dran teilzunehmen. Und das geht eben über diesen Couponcode. Ich kann euch aber über diesen Couponcode auch Balance geben. Und hier wird es jetzt natürlich interessant. Ihr habt 10 Balance bekommen über die Introduction Challenge, die Hello World Challenge, die wir hier oben gemacht haben. Das heißt, wir haben hier 10 Punkte dazu bekommen und diese 10 Punkte, beziehungsweise die 60 Punkte, die wir jetzt haben, die können wir natürlich für eine neue Challenge ausgeben. Und ja, manche Challenges werden gratis sein, andere werden eben mit Punkten zu kaufen sein. Das heißt, ihr habt erstmal ein Kontingent an Gratis-Challenges, die ihr einfach so machen könnt. Die kosten euch überhaupt keine Balance hier oben, die sind einfach for free. Ihr kriegt aber bei diesen Challenges auch weiterhin Balance dazu. Das heißt, wenn ihr die Gratis-Challenges löst, könnt ihr euch einen großen Teil der Nicht-Gratis-Challenges einfach kaufen. Das sieht man jetzt leider bei mir nicht hier, weil ich als Administrator eingeloggt bin und ja, ich habe einfach alle Challenges von Haus aus. Das Guthaben wird euch allerdings vermutlich nicht für jede Challenge reichen, denn ja, man kann sich zwar einige damit freischalten, aber es wird nicht ganz reichen, um wirklich jede Challenge zu kaufen. Und deswegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mit echtem Geld zu kaufen. Aktuell noch nicht, das wird aber auf der Academy möglich sein. Das heißt, ihr könnt euch dort quasi Guthaben kaufen und mit dem könnt ihr mehr Challenges freischalten, mit denen ihr dann wiederum natürlich noch mehr Punkte bekommt. Das heißt, wenn ihr euch eine Challenge kauft, dann kriegt ihr natürlich noch mehr Punkte und könnt euch damit wieder mehr Challenges kaufen. Also sozusagen auch wieder mehr freispielen. Der Punkt ist jetzt allerdings natürlich, ich weiß, dass einige Leute das nicht mit echtem Geld kaufen wollen und ich will euch trotzdem ermöglichen, alles for free zu bekommen. Und da habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht und es wird sich auch durch die Academy durchziehen, dass ihr auch alles ohne Geld bekommen könnt, allerdings natürlich dann mit Aufwand. Denn die Webseite, das sage ich mal ganz ehrlich, die war nicht günstig und die Academy war sogar noch teurer. Also ich habe dafür tatsächlich echtes Geld ausgegeben. So ist es nicht. Und genau, deswegen habe ich mir überlegt, wenn Leute jetzt hier wirklich keine Balance kaufen wollen, dann könnt ihr uns zum Beispiel auch einfach eine E-Mail schreiben mit dem jeweiligen, mit zum Beispiel einer Challenge, die ihr selber erstellt habt, die diese Webseite hier bereichern würde und die wir dann einfach einbauen und euch dann im Gegenzug dafür natürlich eine gewisse Balance geben. Das heißt, einen Couponcode, mit dem ihr dann auch wieder eine Balance bekommt. Wie viel das sein wird, das kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Da werden wir uns noch ein bisschen Gedanken machen müssen dazu. Und wir werden euch dafür dann auch eine kleine Guideline geben. Das heißt, eine Guideline, wie so eine Challenge auszusehen hat, was sie genau alles können muss. Und natürlich wird die nochmal von uns gereviewt werden. Aber grundsätzlich wäre das zumindest möglich. Und ja, so soll es möglich sein, sich natürlich dann auch alle Challenges for free zu erspielen bzw. zu erarbeiten sozusagen. Das heißt, ihr könnt das Ganze komplett kostenlos machen, aber eben nur auf diesem Wege. Das ist quasi so meine Idee gewesen bei der ganzen Academy-Sache, dass hier alles zumindest kostenlos möglich ist, wenn ihr mithelft sozusagen. Und damit möchte ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben, einfach auch selber die ganze Sache mitzugestalten. Wenn ihr irgendwie Bugs findet oder sowas, dann kriegt ihr auch Balance. Wenn ihr irgendwas anderes findet, wenn ihr irgendwas besser machen wollt oder Features machen wollt oder sowas, dann kriegt ihr auch Balance. Das sind alles so die Ideen, die wir hatten. Aber schreibt uns dazu bitte über die E-Mail-Adresse und dann können wir das genauer durchgucken. Okay, aber jetzt natürlich noch sehr viel mehr brennende Fragen. Was ist eigentlich mit dem Leaderboard? Naja, durch das Lösen der Challenge bin ich jetzt natürlich aufgestiegen, ja. Das heißt, ich habe hier meinen Rang 2 erklettert und 109 Punkte bekommen. Achtet auf diese 109, denn eigentlich haben wir ja nur 99 Punkte von der Challenge bekommen. Das ist aber richtig, denn die Balance wird da drauf addiert, die wir bekommen haben. Das heißt, ich kriege quasi 10 Bonuspunkte. Also ja, es ist noch möglich, meine 500 Punkte zu bekommen. Und hier sehen wir auch so ein bisschen, was sich durchsieht. Also klar, es sieht aktuell noch ein bisschen leer aus, natürlich. Und es sieht komisch aus, weil eben natürlich noch nicht so viele Leute dabei sind. Ja, also es ist nur lokale Testumgebung hier sozusagen. Aber wir sehen hier zum Beispiel, ich habe 109 Punkte bekommen. Ich habe eine Challenge gelöst. Ich habe 4 Challenges nicht mal probiert. Und First Bloods sind im Endeffekt, das ist Hack-the-Box-Jargon, sind im Endeffekt die auch zuallererst die Challenge gelöst
gelöst haben. Das heißt, als sie zuerst mal rauskamen, haben die Leute sie als allererstes gelöst. Und das ist natürlich jetzt bei mir nicht der Fall gewesen. Bei Defelo war das in 4 Fällen der Fall. Genau, und wir sehen hier auch diese Admin-Dinger, weil wir eben Admin sind. Aber ja, so ungefähr sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir hier aber trotzdem natürlich noch die Möglichkeit, dieses Leaderboard ein bisschen zu unterteilen, und wir können mal nur nach Introduction zum Beispiel schauen. Und hier sehen wir, ich habe eigentlich nur eine Challenge gelöst, aber ich bin trotzdem auch natürlich Platz 2, und Defelo hat beide Challenges gelöst, beide mit First Blood, und dementsprechend ist er natürlich ganz oben. Das heißt, es geht über die einzelnen Kategorien, kann ich natürlich direkt auch mir angucken, wie sieht das bei der jeweiligen Kategorie aus, und vielleicht sogar, wie sieht das bei der jeweiligen Challenge aus. Hier sehen wir, beide haben diese Challenge gelöst, aber trotzdem hat Defelo Rang 1 bekommen, weil er eben 20 Punkte bekommen hat. Er hat auch 20 Balance übrigens bekommen, weil er eben First Blood gemacht hat. Das heißt, als erster diese Challenge gelöst hat. Ich habe nur 10 bekommen, aber ja, naja, ich bin trotzdem in Rang 2, und das ist schon ganz cool. Denn damit habe ich hier sehr, sehr viel schon mal erreicht für mich. Genau, und ja, so kann ich quasi mir die einzelnen Challenges angucken. Ich kann natürlich auch über die Challenge direkt ins Leaderboard kommen. Das haben wir ja vorhin gesehen. Jetzt natürlich noch die brennende Frage, welche Sprachen gibt es alle? Grundsätzlich ist erstmal Support für all diese Sprachen eingebaut. Wir haben noch nicht alle enabled jetzt hier, das heißt, aktuell ist es nicht möglich, zum Beispiel in AWK die Challenges zu lösen, aber wir werden das wahrscheinlich, für die allermeisten Sprachen werden wir das in der Produktivumgebung, das heißt, die ihr am Ende auch bekommt, werden wir das dann auch für euch haben. Das heißt, ihr könnt in AWK, in Bash, in Brainfuck, in C, C++, C-Yum, Clojure, COBOL, CoffeeScript und so weiter und so fort. Ja. Haben wir hier sehr viele verschiedene Varianten, also übrigens hier JavaScript auch in mehreren Geschmacksrichtungen sozusagen, Julia in mehreren Geschmacksrichtungen, Kotlin, Lisp, also noch nicht mal annähernd zu all diesen Sprachen habe ich ein Tutorial bei mir auf dem Kanal. Ihr seht, Python haben wir sogar extra viele Versionen davon drin, und die werden wir natürlich dann je nach Bedarf ein- oder ausschalten, und es gibt wirklich sehr, sehr viele hierbei, und ich glaube, das ist auch ganz cool. Ihr habt die Möglichkeit dann zwischen sehr, sehr vielen Sprachen auszuwählen. Sogar in LOL-Code und in Brainfuck könnt ihr schreiben. Das muss man einfach mal so dazu sagen. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, ihr könnt die dann am Ende wahrscheinlich auch alle benutzen. Dementsprechend hoffe ich, dass auch die Coding Challenge Website euch gefällt. Sie wird natürlich noch deutlich mehr ausgebaut. Es sollen regelmäßig, eigentlich sogar wöchentlich, mehrere Challenges kommen. Und es werden nicht nur Challenges kommen, sondern auch richtige Übungen für die Kurse. Das heißt, wirklich auch ein Mehrwert sozusagen. Bleibt noch eine Frage. Wann könnt ihr die Plattform endlich nutzen? Denn wenn ihr das Video mal kurz minimiert und einen Daumen nach oben gebt, dann seht ihr, dass in der Beschreibung kein Link zum Challenge-Interface ist. Und das liegt daran, dass es noch nicht online ist. Wir arbeiten gerade noch dran, und die Academy selbst wird sogar noch länger brauchen. Aber ich habe einen offiziellen Release-Termin für euch von dem Coding Challenge Interface, und zwar am 5.11. Das ist nicht mal 2 Wochen. Dort findet nämlich der nächste IT Career Summit statt, und auch dieses Mal haben wir richtig was auf Lager für euch. Denn beim IT Career Summit suchen Firmen euch als Mitarbeiter. Ja, ITler sind so gefragt wie nie. Es gibt eine Vielzahl spannender Vorträge von vielen Firmen, und ja, auch von mir gibt es ein Event. Denn ja, wer coden kann, ist besonders gesucht, vor allem wenn er oder sie es auch noch in einem Event beweisen kann. Wir werden hier auf diesem Kanal also einen Livestream haben, der von Bosch unterstützt wird. Bosch ist nämlich mittlerweile ein hochtechnisches Unternehmen, das tatsächlich extrem viel mit Coding und Informatik zu tun hat, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt denken würde. Und auch als Arbeitgeber sind sie sehr attraktiv. Und aus diesem Grund sponsert Bosch auch dieses Mal die Preise. Zu gewinnen gibt es auf Platz 1 bei der Coding Challenge dieses Mal ein Bildschirm, und zwar nicht nur irgendein Bildschirm, sondern ein LG Ultra Gear 38G N950. Das ist jetzt erstmal so eine Bezeichnung, aber das ist ein 37,5 Zoll Curved Ultra Widescreen mit QHD Plus Auflösung. IPS-Panel und 1 Millisekunde Reaktionszeit. Es ist ein Bildschirm, der G-Sync-fähig ist und sogar 160 Hertz hat. Also ein ziemlich geiler Bildschirm, den ich ehrlich gesagt auch gerne hätte. Meiner wird es leider nicht. Es wird einer von euch diese Challenge gewinnen, denn ich darf natürlich nicht teilnehmen, ja, ist klar. Und jeder oder jede hat eben eine Chance drauf zu bekommen, abgesehen von mir. Platz 2 bekommt einen 200 € Amazon-Gutschein, Platz 3 bekommt einen 100 € Amazon-Gutschein, und Platz 4 bis 8 bekommen eine Cap von mir. Das ist diese wunderschöne Cap hier. Zeige ich euch mal ganz kurz. Tada!
Die kennt ihr vielleicht aus meinem Stream. Und dann gibt es immer noch einige sehr, sehr coole Preise. Also, ja, es gibt noch ein Goodie-Bag von ITCS. Ich glaube, das ist ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass man diese Cap hier zum Beispiel nicht mal kaufen kann. Das Ganze läuft erstmal so ab. Um 12 Uhr am 5. November, also 12 Uhr mittags, nicht nachts, kommt ihr in den Zoom-Call, der auf der Website des IT Career Summits bei den Veranstaltungen zu finden ist. Den Link findet ihr zum IT Career Summit unten in der Beschreibung. Dort bekommt ihr den Link eben zum Challenge-Interface und ihr bekommt einen Coupon-Code für die erste Challenge und einige Bonuspunkte, einfach nur, weil ihr teilnehmt. Und um 12:30 Uhr findet die erste Challenge statt. Das heißt, die ersten 8 Leute, die die Challenge erfolgreich lösen, die kommen weiter in die nächste Runde. Deswegen Coding Elimination. Nur die ersten 8 kommen weiter, alle anderen fliegen instant raus. Diese 8 kriegen nochmal Bonuspunkte und die nächste Challenge. Und bei der nächsten Challenge kommen dann natürlich nur 4 Leute weiter und durch eine weitere Challenge um ca. 13 Uhr werten wir dann eben die Finalisten aus. Und vor dem Finale erfahrt ihr von Bosch dann einige spannende Einzelheiten zu Bosch als IT-Arbeitgeber. Um ca. 13:45 Uhr findet dann aber das Finale der Coding Elimination statt. Und das ist tatsächlich das Ganze schon gewesen. Also wir machen das, wie gesagt, hier als Livestream, aber auch bei der ITCS findet ihr das natürlich im Livestream. Also merkt euch am besten schon mal das Datum 5.11. vor. Das sollte bei den meisten in den Ferien liegen, soweit ich mich da richtig erinnere. Wobei man natürlich sagen muss, die Leute, die arbeiten, müssen sich ihre Ferien selber einteilen. Und meldet euch aber auf jeden Fall schon jetzt zur ITCS statt. Wie gesagt, dieser Link ist unten in der Beschreibung drin. Wir sehen uns dann auf Zoom oder spätestens im Livestream hier auf YouTube und ja, wir hören uns. Bis bald. Ciao.